Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine quadratische Leinwand ist 80 x 80 cm groß und für eine solch große Fläche brauche ich natürlich entsprechend viel Hintergrundfarbe und diese mische ich mir heute aus den 3 Farbtönen Lila, Venezianisch-Rosa und Hellrosa an. Anschließend nehme ich meinen Flachpinsel und male meine Leinwand komplett einmal in meiner Hintergrundfarbe an und ganz zum Schluss gehe ich noch einmal mit dem Pinsel ganz leicht über die komplette Fläche, bevor ich die Leinwand dann mit dem Föhn vollständig trockne. Ich freue mich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du ihn bisher noch nicht abonniert hast. Heute kommt mein großes, von meinem Vater selbst gebautes Rakelwerkzeug zum Einsatz und ich möchte heute ein Rakelbild mit einer neuen Farbkombination ausprobieren. Das ist der Farbton Saftgrün, eine transluzente Farbe, das heißt, sie ist nicht deckend, sondern lasiert eher und gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich für meine erste Rakelschicht einiges an Bahnen rakeln werde. Und als zusätzliches kleines Hindernis wird sich gleich das Holzkreuz der Leinwand wieder abzeichnen. Doch durch die vielen Schichten, die ich heute auftrage, wird das kein großes Problem sein, sondern das wird nachher einfach im Bild verschwinden. Ich achte darauf, dass ich an allen Seiten der Leinwand einmal eine Bahn gerakelt habe, bevor ich dann mit einer neuen Farbe über das Saftgrün gehe. Hast du vielleicht schon eine Idee, welche Farbe das sein könnte? Ein bisschen schimmert es schon und ich kann dir verraten, dass es kein Weiß ist, sondern es ist eine sogenannte Perlfarbe und diesmal habe ich die Perlfarbe passend zu dem Saftgrün gewählt und zwar ist es die Perlfarbe Grün. Perlfarben besitzen einen leicht perlmuttartigen Schimmer und das macht für mich auch diesen Reiz der Farben aus. Das heißt, wenn ich eine relativ dunkle Farbe im Hintergrund habe und darauf eine Perlfarbe auftrage, dann leuchtet sie besonders intensiv. Es kommt aber auch dann darauf an, wenn das Bild getrocknet ist, in welchem Blickwinkel man zu diesem Bild steht. Manchmal nimmt man die Perlfarbe dann sehr schön wahr und manchmal scheint sie optisch zu verschwinden, denn auch Perlfarben sind transluzente Farben. Ich unterbreche dann auch meine Bahnen etwas und springe mit meinem Rakelwerkzeug an andere Stellen, um stückchenweise wieder etwas zu rakeln und um mir dann eine neue Fläche zu suchen. Das dient dazu, dass das Bild hinterher, auch wenn noch einige Schichten folgen werden, relativ spannend vom Hintergrund her bleibt. Dann habe ich als nächste Rakelschicht eine deckende Farbe und zwar ist das Titanbuff Hell. Ich hatte überlegt, ob ich das Titanbuff oder das Titanweiß nehme. Das Titanweiß ist sehr schön, strahlend und klar, aber gleichzeitig auch kühl und distanziert. Und ich fand aufgrund der Hintergrundfarbe in diesen Rosatönen, die durch den Anteil venezianisch-rosa einen eher wärmeren Ton ausstrahlen, dass das Titanbuff Hell in diesem Creme-Farbton viel besser mit dem Rosa harmoniert.
Andererseits leben viele Rakelbilder auch von dem Kontrast, einem Warm-Kalt-Kontrast oder tatsächlich von Komplementärfarben, sodass ich mich auch durchaus für das Titanweiß hätte entscheiden können. Aber ich hatte ja davon gesprochen, eine neue Farbkombination ausprobieren zu wollen, und da fand ich, dass das Titanbuff dafür besser geeignet ist. Inzwischen ziehe ich meine Rakelbahnen auch nicht mehr komplett gerade, sondern ich wechsle durchaus mal die Richtung, setze mein Rakelwerkzeug schräg an und rakel auch nur noch kleinere Stücke. Über den Einsatz dieses Werkzeugs habe ich mich bei diesem Bild natürlich besonders gefreut. Das ist eine Art Grill- oder Pfannenwender. Und damit mache ich jetzt verschiedene Muster in meine sorgfältig gerakelten Schichten und trage die Farbe teilweise auch wieder ab. Ich bin echt gespannt, welche Auswirkungen das auf die nächsten Schichten haben wird. Falls du das nachmachen möchtest, achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben und achte auch darauf, dass das Werkzeug nicht scharfkantig ist, denn sonst könnte es passieren, dass du deine Leinwand beschädigst. Das wird jetzt tatsächlich die dunkelste Farbschicht in meinem Bild. Und ich kann dir verraten, genauso wenig wie das vorhin weiß war, ist das jetzt schwarz. Es geht aber in Richtung schwarz. Und zwar ist das sogenannte Payne's Grey, eine Farbe, die je nach Hersteller auch mal etwas bläulicher ausfallen kann. Und hier ist es eher so, dass der Farbton ein dunkleres Anthrazit ist. Aber in dem Zusammenspiel mit dem Titanbuff Hell bringen beide Farben sehr interessante Farbmischungen zum Vorschein. Bei mir erwecken die vorhin eingekratzten Flächen tatsächlich den Eindruck von Pflanzen, Schlingpflanzen oder Ähnlichem. Und mir gefallen diese organischen Eindrücke sehr. Was mir tatsächlich auch noch gut gefällt, ist, dass das
rosa, trotz der Farbschichten und des jetzt aufgetragenen dunklen Farbtons noch so gut zu sehen ist. Das sieht man in diesem Video jetzt natürlich nicht, aber ich habe länger überlegt, ob ich wirklich mit der Metallic-Farbe Gold auf diesem Bild arbeiten möchte, und dann habe ich es tatsächlich gewagt. Metallic-Farben sind auch im gewissen Grad transluzent oder lasierend und deshalb sieht die Bahn, die ich jetzt auftrage, auch genauso aus, wie sie ist. Das heißt, an Stellen, wo die Metallic-Farbe etwas dicker und dichter aufgetragen wird, leuchtet das Gold natürlich wunderbar hervor. Und an anderen Stellen wird es halt teilweise durch das Payne's Grey verdeckt. Und ich finde, dadurch kommt eine sehr schöne Lebendigkeit auf dieses Bild. Dieses Gold, was sich mit dem Payne's Grey vermischt und dann einen leuchtenden, matten, dunklen Kontrast bildet. Dann zeige ich dir das Bild einmal im noch nassen Zustand. Das Einzige, was getrocknet ist, ist tatsächlich die rosa Hintergrundfarbe. Und du kannst hier jetzt sehr schön sehen bei diesen Detailaufnahmen, welche Farbmischung das Gold mit dem Payne's Grey eingegangen ist. Und auch wie die Farbmischungen von dem Perlgrün mit dem Saftgrün zusammen funktioniert haben. Im getrockneten Zustand kommt natürlich der Glanz der Metallic-Farbe gut zum Vorschein und bildet wirklich einen wunderbaren Kontrast zu dem Payne's Grey. Was ich schön finde, ist, dass diese organischen Strukturen immer noch zu erahnen sind, auch wenn sie nicht so deutlich sind, wie sie es vor dem Auftrag mit dem Payne's Grey gewesen sind. Aber ich finde das auch ziemlich gut. Teilweise hast du Durchblicke auf diesem Bild und teilweise sind Strukturen verdeckt. Und ich finde, genau dieses Wechselspiel macht auch den Reiz aus. Dann habe ich dir das Bild einmal an der Wand aufgehängt und hier kannst du noch einmal genauer sehen, wie die einzelnen Inseln und die Strukturen auf diesem Rakelbild sind. Und auch wenn die Farbkombination vielleicht etwas ungewöhnlich ist, ich muss sagen, mir gefällt sie tatsächlich wirklich gut. Nun hat ja jeder ein anderes Empfinden und es würde mich tatsächlich interessieren, wie dir diese Farbkombination gefällt. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen und ich danke dir auch herzlich, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche mir ein Like von dir und es wäre auch wunderbar, wenn du mir einfach etwas zu diesem Bild in die Kommentare schreibst. Dann wünsche ich dir eine gute und kreative Zeit und dann sehen wir uns in 14 Tagen um 17 Uhr sonntags auf meinem Kanal wieder. Mach's gut, bis dann.